Diese Zeitepoche ist sehr wichtig, weil die Künstler, diese authentischen Künstler, die dann sogar auch Jahr 2009, die wir saniert haben, warum habe ich immer wieder gekämpft, dass es diese Künstler nochmal, diese Bilder einfach, solange die leben, die Bilder rekonstruieren, nicht also Fremde, weil sicher, da hat also Bezirk oder Senat hat also verpasst, haben die dann die Eastside Gallery nicht sozusagen aufbewahren können. Dann haben wir gesagt, also gut, wir gründen einen Verein und durch diesen Verein sammeln wir die Künstler, damit es die Künstler ihre eigenen Bilder sozusagen aufbewahren können, weil dort gab es Pläne, also wollen die komplette Mauer 90er Jahre abreißen, also 96, 97 wollen die komplett abreißen, da haben wir gekämpft. Und in diesem Zeitraum habe ich immer wieder den Künstler erzählt, Mensch, eines Tages werden wir so organisieren, dass dann die gesamte Eastside Gallery saniert wird. Und am Anfang haben die Behörden alle gelacht, haben gesagt, ach, die Mauer haben wir abgerissen, der will die Mauer sanieren. Sogar also war peinlich. Ich war ja peinlichster Mensch also in Berlin. Ja. Wurden mehrmals also in die Zeitung abgebildet. Und weil ich gesagt habe, diese Geschichte ist sehr wichtig. Die haben nicht verstanden, was ich meinte. Ich habe immer wieder gesagt, wir wollen nicht beweisen, niemanden also sozusagen beweisen, dass wir Künstler sind, die dann also besonders sind. Nein, wir wollen die Geschichte aufbewahren. Mit diesen Bildern können wir die Geschichte aufbewahren. Wenn die Künstler authentisch nochmal kommen, ihre Bilder sozusagen rekonstruieren, auch genau ihre Gefühle nochmal dort auftragen, dann haben wir für die nachkommende Generation ein Stück Geschichte. Ansonsten werden wir wahrscheinlich nicht so leicht haben. Und dann haben wir dann mit mehreren Abgeordneten gesprochen und die waren total begeistert und da haben wir dann weitergemacht, bis es dann die Unterstützung kam auch von Bundesregierung, von EU, von was weiß ich, ein paar anderen Lotto-Stiftungen. Dann haben wir dann die komplette Eastside Gallery saniert aufbewahrt. Das war die Idee von Frau McLean, also früher die dann organisiert mit Rainer Ullmann, war das also ein Objekt, wo dann also die Künstler malen anschließend also rausnehmen, also wegtransportieren auf Lastwagen in 3, 4 verschiedenen Ländern, USA, Russland, gab es sogar auch also Zusagen sogar. Und da haben wir ein paar Künstler uns zusammengetan und gesagt, wenn diese Mauern rausgeht, ja, dann kommen nie wieder zurück. Das ist dann die Geschichte ist vergessen. Und die Menschen, die nachkommende Generation kommen, die Länge, da war ja in diesem Zeitraum, also war die Bundesregierung euphorisch, alle Mauern abzuschaffen. Ja. Einerseits kann ich verstehen, weil die Menschen konnten nicht nach so vielen Jahren die Mauer vor ihren Augen sehen. Ja. Zweitens wollen dann dort bauen. Ja. Da haben die bis zum Schluss versucht. Ich meine, jetzt sieht man ja noch bauen dann dort, also ein Hotel. Ja. Trotzdem haben die Behörden die Gedanken von denen gewesen. Aber in unserem Gedanken war das für die nachkommende Generation authentische Elemente müssen wir haben, damit dass wir erzählen, das war tatsächlich zwischen einer deutschen Geschichte eine Mauer und dass die Familie getrennt wurden dadurch. Ja. Und das müssen wir dann also wirklich denen deutlich erklären und das könnte dann die Menschen hingehen. Es gibt also oftmals Schüler, Studenten kommen bis zu mir. Das ist für die also einfach eine Freude. Es ist schön und so gehen die hin, aber dann später finden die heraus, Mensch, was war denn die Mauer überhaupt? Also dann gehen die da in die Tiefe, versuchen herauszufinden, diese Mauer stand dort über die Jahre, hat also die deutsche Geschichte getrennt, also oder die Menschen getrennt, dass sie ihre Familie nicht sehen könnten. Gab es also viele, also irgendwie sozusagen Tragegeschichte und später erfahren die dann. Also das heißt also, genau diese Sachen wollten wir ja. Die Geschichte für die neue Generation, die wollen keine Trauer haben, die wollen also Freude haben. Die Eastside Gallery ist eine Freude und diese Freude bringt denen später also einfach richtig in den Schwung und sagen nämlich, was war denn überhaupt? Dann erfahren dann viel mehr sozusagen von Hintergrund, also gehen die dann selber forschen und das ist sehr wichtig, also selber einfach nachgehen und versuchen nachforschen, was war denn überhaupt die Mauer? Und dann bekommt dann mit, vieles kriegen die mit, die Eastside Gallery ist ein Freude zwar durch die künstlerische Gestaltung, es ist sehr, sehr interessant, dass die Künstler was erlebt haben, gemalt haben, wenn zum Beispiel Trabi durch die Mauer durchfährt, warum eigentlich Trabi, warum nicht ein anderes Auto? Ja? Ist es als authentisch? Oder der Bruderkuss, ja? Sozusagen, warum haben sich zwei sozusagen so geliebt geküsst? Also
dann bekommen die neue Generation mit, was ist überhaupt in den Gefühlen den Künstlern weltweit gewesen, und jetzt ist dargestellt, also sie können sehr, sehr leicht nachvollziehen.